Guten Tag, mein Name ist Thomas Kuwatsch, ich bin einer Mitgründer von ARI Motors. Ich sitze hier in unserem ARI 458 Elektrotransporter. In diesem Falle, man sieht es schon ein bisschen, mit einem Planenaufbau, also Pritsche mit Plane plus einer Rundumleuchte. Und alle Details zu diesem Fahrzeug schauen wir uns jetzt gleich mal genauer an. Ja, der ARI 458, hier jetzt also mal in einem schönen, kräftigen Blau. Dieses Blau ist foliert. Auf Kundenwunsch folieren wir Ihnen ja jedes Fahrzeug und natürlich können Sie auch die Planenfarbe entsprechend anpassen, ob das zu Ihren Unternehmensfarben gehört oder weil es einfach Ihre Lieblingsfarbe ist. Das ist erstmal prinzipiell alles möglich. Und hier haben wir jetzt also die Variante Pritsche XL, dann noch mit einem Rammschutz hinten und einer Rangierkupplung. Ja, wichtig, aktuell nur eine Rangierkupplung, die Sie auf Privatgelände nutzen können, aber nicht im öffentlichen Straßenverkehr. Dann hat er hier hinten halt diesen Planenaufbau, der dann eben mit solchen üblichen Gummiösen versehen ist, sodass ich also relativ zügig da an meinen Laderaum herankomme. Und wenn ich das ganze Ding dann hochgerollt habe, habe ich dann eben Zugang zu dem Laderaum, der 1,64 Meter lang ist und 1,25 Meter in der Breite. Wir haben hier feste Alustreben verbaut, also nichts mit Holz oder sowas, ja, auch nochmal nach oben hin. Da ist also genügend Festigkeit vorhanden. Und an der Seite kann ich dann halt die entsprechenden Schnapper dort lösen, um dann das Fahrzeug zu öffnen. Also wirklich hinten dann eben diesen Pritschen. Und in diesem Pritschen-Spriegel sozusagen, oder in dieser Ladebordwand vielmehr, haben wir jetzt noch eine Trittstufe eingebaut. Diese Trittstufe kennt man eben aus dem normalen Fahrzeugbau. Einmal hochklappen und dann kann ich sie eben belasten und kann so einfacher in den Laderaum hineingelangen. Im Laderaum selber haben wir dann jetzt hier nochmal unten im Boden diese Verzurrösen verbaut, weil man ja doch eben immer wieder Dinge auch verzurren muss. Ja, dafür logisch sind sie halt einfach notwendig. Manchmal werden sie auch kontrolliert und dann müssen sie halt solche Verzurrösen vorweisen. Also das lohnt sich schon, die mit vorzusehen in diesem Aufbau. Ja, und ansonsten ist es halt recht unspektakulär. Ja, klar, jetzt hier als besonderes Highlight diese kleine Trittstufe. Aber ansonsten, was will man da jetzt auch groß erwarten von einer Ladefläche? Es muss halt vernünftig bedienbar sein. Es muss ein vernünftiger Ladeboden sein. Und Sie können den natürlich auch noch innen mit Riffelblech versehen. Da haben wir auch schon Varianten gebaut. Oder in der Plane nochmal ein zusätzliches Fenster einfügen für mehr Sicht oder sowas. Aber am Ende, Sie haben ja solche Fahrzeuge sicher schon irgendwo im Einsatz und wissen eben um die Vorteile eines Planenaufbaus, den Sie eben auch mal abnehmen können. Und insgesamt könnten Sie theoretisch auch den fest verbaut belassen oder Sie bestellen ihn gleich als abnehmbare Variante. Ist ein kleiner Aufpreis, aber dann sind Sie eben flexibel und können mal die Plane entnehmen, was ich im Sommer und nur im Winter mit Planwagen fahren. Dann haben Sie ein bisschen mehr Flexibilität bei den Dingen, die Sie da sozusagen reinlegen wollen. Soweit also erst einmal das Fahrzeug an sich hier von der Seite. Jetzt gehen wir nochmal auf der Fahrerseite ran. Da landen wir gleich hier beim Ladeanschluss. Hier also direkt bei der Fahrertür einfach öffnen. Da haben wir schon den Stecker. Ist jetzt ein Typ 2 Stecker in diesem Falle. Da können Sie also auch an jeder Ladesäule sozusagen sofort ran oder aber eben hier, so wie mit dem mitgelieferten 230 Volt Ladekabel, einfach ganz normal laden. Das ist also in etwa 4 bis 5 Stunden ist das Fahrzeug wieder fertig, vollgeladen, wenn Sie es wirklich leer gefahren haben. Der Großteil unserer Kunden fährt eben 40 bis 60 Kilometer am Tag und das war's. Und dann ist man relativ schnell wieder aufgeladen. Dann haben Sie hier so eine Funkfernbedienung. Damit können Sie das Fahrzeug eben mit der Zentralverriegelung öffnen und schließen. Und wir gehen mal in den Innenraum hinein. Da haben wir also Platz für 2 Personen. Jetzt nicht reichlich viel Platz, aber schon ausreichend Platz, um dass 2 Personen dort Platz nehmen können. Hier haben wir den Notausknopf. Mit dem können Sie das Fahrzeug komplett stromlos schalten. Hier die elektrische Spiegelverstellung, da die Luftauslassdüsen für die serienmäßige Heizung. Hier vorne auch nochmal an der Scheibe die Luftauslassdüsen, da drüben auch nochmal. Sie können natürlich auch eine Klimaanlage noch bestellen. Das gibt es. Das Radio dann in der Mitte ist immer serienmäßig. Hier ist dann der Schalter für die Gangschaltung sozusagen. Fensterheber,
Lüftung, Heizung, all die ganzen Sachen befinden sich in diesem zentralen Bedienelement hier in der Mitte. Ja, dann hier nochmal Nebelschlussleuchte, beheizte Außenspiegel, hier die Handbremse, ja, da müssen Sie halt ein bisschen sich umgewöhnen. Dann hier noch der Schalter für die Rundumleuchte und siehe da, sie leuchtet, hurra. Und ansonsten ist das Fahrzeug sehr, sage ich mal, überschaubar und funktionell. Sie haben 3 Schaltungen mit dem Schlüssel und das war es dann auch schon. Schon ist das Fahrzeug an und Sie können Ihre erste Runde im Ari sozusagen drehen und das macht halt bis 20 km/h so ein kleines Geräusch, ja, so ein Brummen. Das hört dann auf. Das ist halt dieser von der EU vorgeschriebene Fußgängerschutz, damit niemand sich irgendwie erschrickt, wenn Sie da ums Eck kommen. Weil so ein Elektroauto hört man nun mal nicht so unbedingt. Später dann schon, ja, wenn man jetzt hier im Auto sitzt, dann hört man schon das Fahrgeräusch, ganz klar. Einmal eben vom Wind, dann vom Motor und dann eben, es ist nun mal ein Leichtfahrzeug, Unebenheiten oder sonstige Dinge, die auf der Straße sind, die hört man nun mal im Innenraum. Ja, dafür ist es eben ein Leichtfahrzeug. Leichtfahrzeuge können nicht so sehr gedämmt sein wie Standardfahrzeuge, weil sie müssen eben ein bisschen Gewicht einsparen und dadurch ist das Fahren, sage ich mal, etwas direkter, ja, als in so einem üblichen Transporter. Dafür ist das Fahrzeug dann auch insgesamt wieder günstiger, ja, weil sie einfach weniger Dinge verbauen und sie tragen halt nicht so viel Ballast dabei mit sich rum. So, jetzt haben wir die Höchstgeschwindigkeit erreicht, 78 km/h und damit können Sie eben ganz normal im Verkehr mitrollen. Ja, auch beim Wendekreis sind wir knapp unter 10 Meter. Das ist also auch völlig in Ordnung. Sie können das jetzt wie ich jetzt hier mit der Servolenkung versehen, das Fahrzeug einfach mit einer Hand das bedienen. Das macht überhaupt keinen Aufwand und ansonsten ist das Fahren halt schon sehr, sehr bequem. Sie haben quasi eine Automatik, Sie haben nur Gas und Bremse und Sie haben 4 einzeln aufgehangene Räder mit 4 Scheibenbremsen, also das ist dann auch sogar noch sehr komfortabel. Hier haben wir jetzt mal das Radio fix angeschaltet. Sie sehen schon hier über die Außenspiegel, sehen Sie auch alles, die sind groß genug. Sie haben hier den Fensterheber, zack, Fenster wieder hoch. Also Sie müssen im Grunde erstmal auf nichts verzichten. Ja, es ist halt alles nur ein bisschen kleiner, ein bisschen einfacher gebaut und ich sag mal, für das tägliche Arbeiten völlig ausreichend. Die Oma zum Kaffeetrinken damit ausfahren würde ich jetzt eher nicht machen, weil es dann doch nicht so komfortabel ist. Ja, aber also als Werkzeug gesehen ein optimales Werkzeug, ein optimaler Begleiter für den Alltag. Ja, das Fahrzeug ist sozusagen jetzt hier in dieser Variante natürlich für Sie jederzeit andersweitig noch konfigurierbar. Gehen Sie da einfach mal auf unsere Webseite, schauen sich dort unser Angebot an, lassen sich dann innerhalb von 2 Minuten ein Angebot zusenden und dann freuen wir uns auf Ihre Anfrage und machen gerne mit Ihnen dann auch mal eine Probefahrt direkt bei Ihnen vor Ort. Vielen Dank.